In diesem Video erkläre ich alles, was du zur Brandkatastrophe in Crans-Montana aus rechtlicher Sicht wissen musst. Ich bespreche beispielsweise, wie der Brandschutz in der Schweiz geregelt ist, wie die Kontrolle von der Bar durchgeführt werden und ganz zum Schluss, welche Strafe der Barbetreiber allenfalls droht, sollten sie verurteilt werden. An dieser Stelle ist natürlich wichtig zu sagen, es gilt die Unschuldsvermutung. Fangen wir mit den Brandschutzvorschriften an. Wer regelt die eigentlich? Der Bund oder der Kanton? In der Schweiz finden wir die Zuständigkeiten vom Bund in der Bundesverfassung. Für einen Brandschutz sieht die Bundesverfassung keine sogenannte Kompetenz vom Bund vor. Somit sind die Kantone zuständig, den Brandschutz zu regeln. Die Kantone haben für das zusammengeschafft und ein Regelwerk sogenannt für verbindlich erklärt. Das heißt, das Regelwerk gilt in allen Kantonen. Es handelt sich dabei um die Brandschutzvorschriften von der Vereinigung der kantonalen Feuerversicherungen, abgekürzt heisst die VKF. Aber die Vorschriften gelten grundsätzlich nur für neue Gebäude. Bestehende Gebäude sind nur verhältnismäßig an die Brandschutzvorschriften anzupassen, wenn wesentliche bauliche oder betriebliche Veränderungen, Erweiterungen oder Umnutzungen erfolgen. Oder die Gefahr für Personen ist besonders groß. Es ist also nicht klar, ob die Regeln für die Bar überhaupt anwendbar sind. Das hängt unter anderem davon ab, wie stark dort umgebaut worden ist. Neben dem für alle Kantone verbindlichen Regelwerk vom VKF hat der Kanton Wallis schließlich 3 eigene Grundlagen. Er hat ein Gesetz zum Schutz gegen Feuer- und Naturelemente, ein Reglement mit Ausführungsbestimmungen zu dem Gesetz sowie eine Verordnung betreffend Brandverhütungsmaßnahmen. Diese Regelwerke habe ich jeweils für euch angeschaut, um die sich stellenden Fragen zum Brandschutz im Kanton Wallis zu beantworten. Die wohl wichtigste Frage betreffend Brandschutz ist, ob die Bar die Vorschriften eingehalten hat. Das ist nicht einfach zu beantworten. Wie es scheint, ist der Brand ausgelöst worden, weil Wunderkerzen auf Champagnerflaschen schalldämpfende Matten an der Decke entzündet haben. Sind solche Matten an der Decke überhaupt zulässig? Für mich ist das fraglich. Schalldämpfende Matten sind nicht per se verboten. Aber es gibt Matten, die brandhemmend sind. Grundsätzlich würde ich davon ausgehen, dass man solche Matten verwenden muss in einer Bar. Zum Beispiel steht in der Brandschutznorm von der VKF, dass brennbare Baustoffe nur verwendet werden dürfen, wenn sie nicht zu einer unzulässigen Gefahrenerhöhung führen. Ähnliche Vorgaben zur Brandprävention ergeben sich auch aus dem Walliser Gesetz und der Verordnung. Die sind aber nicht derart spezifisch wie die Brandschutznorm vom VKF. Ob hier die korrekten Materialien verwendet worden sind, werden die strafrechtlichen Ermittlungen zeigen, auf die ich noch zu sprechen komme. Jedenfalls hat der Barbetreiber von der Bar den Medien offenbar gesagt, seine Bar sei betreffend Brandschutz innerhalb der letzten 10 Jahre 3-mal kontrolliert worden. Die Bar sei dabei für gut befunden worden. Bei dieser Aussage habe ich mich gefragt, und sicher hast auch du dir das gefragt, wie oft müssen die Kontrollen eigentlich durchgeführt werden? Reicht 3-mal in 10 Jahren oder muss man das jährlich machen? Die erwähnte Verordnung betreffend Brandverhütungsmaßnahmen unterscheidet die Häufigkeit der Kontrolle nach Art des Gebäudes. Bei Gebäuden mit Betrieb ohne besondere Gefahren reicht die Inspektion alle 3 Jahre. Gebäude, die der Öffentlichkeit zugänglich sind oder die besondere Gefahren aufweisen, müssen hingegen jährlich kontrolliert werden. Fällt die Bar darunter, weil sie besondere Gefahren aufgewiesen hat? Zum Beispiel könnte man sagen, wenn sie unzulässige Schaumstoffmatten an der Decke hat, wäre das eine besondere Gefahr. Aber das verhebt meiner Meinung nach nicht. Unzulässige Matten sollte die Bar nicht haben. Falls sie doch solche hat, wären die zu verbieten und zu entfernen gewesen und hätten keinen Einfluss auf die Häufigkeit der Kontrollen haben. Hat die Bar denn sonstige besondere Gefahren gehabt, womit eine jährliche Kontrolle nötig wäre? Zum Beispiel viele Leute auf engem Raum, möglicherweise lange Fluchtwege, solche Sachen. Ich gehe nicht davon aus. Mit besonderen Gefahren sind wohl andere Sachen gemeint, wie zum Beispiel ein Betrieb, der Feuerwerk, also explosives Material, einlagert. Eine gewöhnliche Bar erfüllt die besondere Gefahr vermutlich nicht. Die Bar könnte aber der Öffentlichkeit zugänglich sein, womit sie ebenfalls einer jährlichen Kontrolle unterliegen würde. Gegen das spricht,
dass die Bar Türkontrollen durchgeführt und gemäss diversen Medienberichten scheinbar auch Personen abgewiesen hat. Wir können also sagen, dass nur bestimmte Personen und nicht einfach jedermann Zutritt hat. Aber rechtlich bedeutet das Wort Öffentlichkeit in der Regel einen unbestimmten Personenkreis, also Personen, die man selber nicht kennt. Machst du zum Beispiel mit Freunden daheim eine Party, ist das privat. Lässt du hingegen plötzlich irgendwelche völlig zufälligen Leute von der Strasse rein und verkaufst du denen sogar noch Getränke, ist das ziemlich sicher öffentlich. So ist das auch bei der Bar im Wallis. Meiner Meinung nach hat die darum jährlich kontrolliert werden müssen, weil sie eben der Öffentlichkeit zugänglich ist. Was heißt das jetzt, wenn die Bar eigentlich jährlich zu kontrollieren gewesen wäre, aber nur 3-mal in 10 Jahren kontrolliert worden ist? Hat da der Barbetreiber etwas zu befürchten? Die kurze Antwort ist nein. Seine Pflicht ist es lediglich, die staatliche Kontrolle zu ermöglichen, indem er beispielsweise Türen öffnet, wenn der Kontrolleur kommt. Gibt es keine Kontrolle oder findet die zu selten statt, ist das nicht seine Schuld. Vielmehr ist hier der Staat in der Verantwortung. Genauer die Gemeinde. Das erwähnte Walliser Gesetz zum Schutz gegen Feuer- und Naturelemente überträgt die Verantwortung nämlich der Gemeinde. Die ist somit zuständig für die Kontrolle. Hat dann die Gemeinde Konsequenzen zu befürchten, wenn die Kontrollen nicht richtig oder zu selten durchgeführt worden sind? Zu denken ist hier vor allem an die Frage der Staatshaftung. Die ist im Kanton Wallis in einem separaten Gesetz vorgesehen. In diesem Fall müssen wir argumentieren, dass einerseits die Kontrollen zu selten durchgeführt worden sind und andererseits die Schaumstoffmatten hätten müssen verboten werden. Beides hat die Gemeinde unterlassen, würde man sagen. Eine Haftung aus dem heraus ist grundsätzlich denkbar. Die Gemeinde würde aber argumentieren, dass es nicht ihre möglicherweise mangelhafte Kontrolle war, die zu dieser Brandkatastrophe geführt hat. Sie würde nämlich sagen, dass die Bar primär verantwortlich ist, die Brandschutzvorschriften einzuhalten. Das Feuer ist zudem, so blöd es tönt, nicht von der Gemeinde, sondern mutmaßlich von Barmitarbeitenden entfacht worden. Die Gemeinde ist somit, sagen wir mal, nicht direkte Verursacherin von dem Brand. Das alles sind mögliche Argumentationen, die man im Rahmen von so einer Staatshaftungsklage sich überlegen kann. Die Zukunft wird zeigen, ob es in diesem Fall zu so einer kommt. Kommen wir zum Schluss noch zu einem Thema, das ich bereits erwähnt habe: die strafrechtlichen Ermittlungen. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat mittlerweile ein Strafverfahren gegen die Barbetreiber eröffnet. Du fragst dich sicher, was droht ihnen für eine Strafe? Vorweg ist zudem nochmal zu sagen, dass die Unschuldsvermutung gilt. Ich schaue aber gerne für euch an, was hypothetisch drohen würde, sofern die Barbetreiber verurteilt werden würden. Ihr hört schon den Konjunktiv. Jedenfalls ist gemäss der zuständigen Staatsanwaltschaft gegen die Barbetreiber eine Untersuchung wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Verursachung von einer sogenannten Feuersbrunst, also von einem Feuer, eröffnet worden. Sowohl für die fahrlässige Tötung wie auch für die fahrlässige Körperverletzung droht Gefängnis von bis zu 3 Jahren. Möglich ist aber auch nur eine Geldstrafe. Für das Verursachen von dieser Feuersbrunst, also von diesem Feuer, droht maximal 1 Jahr Gefängnis. Oder auch hier wieder bloß eine Geldstrafe. Sollte eine Verurteilung wegen all diesen Vorwürfen erfolgen, gibt es in der Schweiz kein Zusammenrechnen von diesen drohenden Gefängnisstrafen. Wir rechnen also nicht, wie sie es zum Beispiel in den USA machen, 3 plus 3 plus 1 und kommen so auf maximal 7 Jahre Gefängnisstrafe, die drohen würde. Die maximale Erhöhung in der Schweiz liegt bei uns in so einem Fall beim 1,5-fachen vom schwersten Delikt. Hier wären es also 3 Jahre mal 1,5 gleich 4,5 Jahre. Um euch eine ungefähre Ahnung zu geben, könnte eine mögliche Strafe somit grundsätzlich von einer Geldstrafe bis hin zu einer Gefängnisstrafe von 4,5 Jahren reichen. Auch hier erwähne ich es nochmal, es gilt die Unschuldsvermutung. Zum Abschluss möchte ich mein Beileid und mein Mitgefühl an alle Betroffenen aussprechen. Falls es weitere Fragen zu dieser Tragödie gibt, schreiben Sie gerne in einen Kommentar und ich beantworte sie in einem weiteren Video.